Hallo zusammen, schön sind wir wieder dabei. Heute nehmen wir mit auf eine zweitägige Wanderung auf den Mount Rinjani, dem zweithöchsten aktiven Vulkan von Indonesien und dem achthöchsten Berg von dem Land. Am ersten Tag sind wir drauf gelaufen. Das Wetter war am Anfang noch gut, aber nachher relativ schnell bewölkt worden. Es hat dann später auch angefangen zu regnen. Der Vorteil daran war, es war nicht so heiß beim Aufstieg. Beim Aufstieg haben wir auch schon erste Affen gesehen, wo es bei dem Berg umeinander sehr viel hat. Sieht man jetzt, wie es am Regnen ist. Darum ist Lombok auch so grün, weil es beim Berg umeinander, bei Mount Rinjani, viel regnen soll. Der Anfang des Aufstiegs war relativ gemütlich und nicht steil. Ab dem Point 3 an ist es dann steiler geworden, wie man jetzt hier sieht. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Auf dem Punkt, haben noch ein bisschen weiter laufen. Auf dem Grat auf 2600 Meter oben. Es war immer noch recht neblig, aber später am Abend geht es auf, wenn man jetzt so langsam sieht. Dann haben wir den ersten Blick auf den Kratersee gesehen. Von unserem Zeltlager aus. Es hat dann immer mehr aufgeklärt. So haben wir dann einen schönen Sonnenuntergang beobachten können hinter dem Berg. Am nächsten Morgen sind wir dann um 2 Uhr aufgestanden und um 2:30 losgelaufen, in 3,5 Stunden auf den Gipfel auf 3726 Meter über Meer. Wir haben dort den Sonnenaufgang beobachten können. Der Aufstieg war sehr streng, teilweise sehr steil und auf sandigem Untergrund. Der Ausblick war dafür umso schöner. Man hat auf den Krater gesehen, man hat auf Bali hinten gesehen, Gili-Inseln gesehen. Und den Krater, hier sieht man jetzt, wo wir am Runterlaufen sind. Es war relativ steil, aber nicht wirklich gefährlich. So leicht sandigem Untergrund, im schwarzen Sand vom Vulkan. Auf dem Abweg haben wir dann wieder mehrmals Affen gesehen. Der Abweg bis zum Zeltlager ist etwa 1 Stunde und 45 Minuten gegangen. Das habe ich relativ gemütlich gefunden. Vor allem der erste Teil vom Aufstieg im Zeltlager aus habe ich recht streng gefunden zum Laufen. Es war recht sandig und man immer wieder leicht abgerutscht ist hinterher. Beim Abstieg war es dafür umso angenehmer. Man konnte mit den Fersen voraus und konnte so relativ energiesparend runterlaufen können. Blick auf den Vulkan mit dem aktiven, auf den Krater mit dem aktiven Vulkan in der Mitte, wo man auch Dampf gesehen hat. Das Zeltlager hat es dann zum Morgen gegeben und dann sind wir wieder runtergelaufen. Wir haben noch Kühe gesehen, beim Runterlaufen habe ich nicht so groß gefilmt, weil es auch wieder geregnet hat. Ich hoffe, ich habe mit dem Video einen guten Einblick in die mega schöne Wanderung geben können. Einen extrem coolen Ausblick. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Ich würde es sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, wenn du mir zukünftig auf meiner Reise dann wieder bei der Wanderung in der Schweiz begleiten würdest. Bis zum nächsten Video.